Moin Leute und willkommen bei Rollefix. Hi. Meine Frau und ich waren ja letztens auf einer Tour mit einem 125 Kubik Roller. Die Videos verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Video geht es darum, um ein Fazit, ob man mit 125 Kubik eine Tour machen kann, machen sollte, was uns gefallen hat und was weniger, was wir hätten besser machen sollen und so weiter. Fangen wir damit an, dass wir die Tour eigentlich schon längst hätten machen können, oder wir wollten die Tour schon etwas länger machen, aber als Rollerfahrer, vor allem der dann meistens in der Stadt fährt, hat man nicht unbedingt die Komplettausrüstung und wir haben uns gedacht, bevor wir auf eine Tour fahren, müssen wir uns eine komplette Ausrüstung besorgen. Hose mit Knie- und Hüftschutz. Jacken hatten wir schon, Handschuhe, ja, Helme hatten wir auch. Also erstmal komplette Ausstattung, so dass man, wenn man mal auf der Autobahn landet, dass man auch da halbwegs sicher ist. Dann kommen wir dazu, welche Erwartungen hatten wir vor der Tour? Das heißt, als wir die Tour geplant haben, was haben wir uns so darunter vorgestellt? Meine erste Erwartung war, dass wir eine Tour machen ohne Autobahn. Also für mich ist, wenn man auf der Autobahn fährt, ist es nicht wirklich eine Tour, sondern Autobahn ist ja dafür da, um von A nach B zu kommen. Deswegen dachte ich, wir fahren die Tour über Landstraßen. Die geplante Zeit von circa 4 Stunden werden wir unterschreiten, weil wir ja mit dem Roller sind. Falls es irgendwo Stau gibt, können wir uns irgendwie da zwischen den Reihen zwischendrängeln und so. Der Plan war, oder die Vorstellung war, wir fahren nur über Landstraße. Zu zweit kommen schneller voran, als die Zeit angegeben war. Ja, du dachtest, aus 4 Stunden werden es bestimmt nur ungefähr 3 Stunden oder so sein. Genau. Ich dachte, also 4 Stunden werden es nicht sein. Man kommt ja meistens in der Stadt mit dem Roller schneller voran, als die Navi das vorhersagt. Für mich war eine mentale Vorbereitung auch da vor der Reise, weil ich nie mit einem Zweirad, mit dem Roller so eine lange Zeit gefahren bin. Und ja, ich denke, ich habe das dir nicht gesagt. Ich hatte auch etwas Angst, dass ich dann nach 2 Stunden sagen muss, jetzt ist Schluss, wir müssen nach Hause, ich kann nicht mehr. Und vor allem hatte ich Angst, dass meine Beine wehtun nach der Sitzen und auch Rücken. Ich muss sagen, ich habe auch manchmal, ich habe eine ja, Sitzarbeit, Büroarbeit, deswegen kriege ich auch da manchmal beim langen Sitzen Rückenschmerz, und dafür dachte ich auch, dass hier wird das Gleiche sein. Wir werden auch einfach sitzen und dass ich dann Rückenschmerzen haben werde. Haben mich wirklich mental so vorbereitet und gedacht, okay, du schaffst das, es ist eine schöne Tour, und das Ziel ist auch in Zukunft mehr zu touren. Ja, war wirklich überrascht dann, was dann kam, so zum, was ich erwartet habe. Ja. Das habe ich dir auch nicht gesagt, aber genau das habe ich auch erwartet. Ich dachte nämlich auch, also ich fahre ja recht viel mit dem Roller. Als Rollerkurier ist man viel unterwegs, auch teilweise über 8 Stunden am Tag. Und meine Befürchtung war, wir haben bisher nur kleinere Touren gemacht, so eine Stunde Ausflug von maximal, was waren das, 90 Kilometer hin und zurück. Ja. So, und es waren halt jetzt über 500 Kilometer. Ich dachte, ob das was wird oder ob wir auf dem halben Wege irgendwie umkehren werden. Aber auch eine der Erwartungen war, einfach generell zu schauen, ob man eine Tour machen kann mit einem 125 Kubik Roller. Also die Frage war für mich mehr oder weniger offen, weil ich auch von der technischen Seite nicht wusste, ob ein 125 Kubik Roller das überhaupt aushält.
wie ihr vielleicht in den Vorbereitungsvideos gesehen habt, habe ich auch Werkzeuge mitgenommen, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass etwas unterwegs passieren kann. Das ist ja mit 50 Kubikroller, wobei ich bin bisher meistens chinesische Roller gefahren. Da passiert ständig was. Da muss man immer irgendwie Werkzeuge dabei haben. Deswegen habe ich den Roller auch vorbereitet auf die Tour, kleine Inspektionen gemacht und natürlich auch zum Beispiel Ersatzriemen mitgenommen, ein paar Ersatzteile und Werkzeuge, weil ich von Anfang an halt nicht wusste, ob der Roller oder wie der Roller das überhaupt schafft. So, aber der Roller hat es geschafft. Die Frau hat es auch geschafft. Und du auch vor allem. Ja, ich auch, ja. Wir haben die erste Pause, den Hinweg sind wir über Landstraßen gefahren und die erste Pause haben wir nach ungefähr 2,5 Stunden erst gemacht. Das war etwas unerwartet, weil wir selbst wenn wir mit dem Auto reisen, machen wir schon, glaube ich, nach eineinhalb Stunden Pause. Und die 2,5 Stunden sind irgendwie ja, einfach sehr easy gegangen. Total überraschend, total nicht erwartet. Ich weiß nicht, woran es lag, aber man musste einfach keine Pause machen. Es war sehr angenehm und ja, vor allem für mich keine Schmerzen, sehr überraschend. Und ich dachte, ich werde schon nach einer Stunde Pause brauchen, aber war ganz, ganz angenehm. Ja. Womit wir nicht gerechnet haben, ich dachte eher, der Roller würde sich auf der Autobahn eher so abmühen und es würde es nicht schaffen. Ich glaube, die ersten 15 Minuten oder halbe Stunde Landstraße habe ich schon gesehen, der Roller schafft es einfach nicht. Da war direkt am Anfang eine leichte Steigung noch in der 70er-Zone und man konnte sehen, dass der Roller kaum über 60 schafft. Also auf dem Tacho waren da 60, 62, 65 irgendwie so, aber in Real muss man ungefähr 5 Kilometer abziehen. Das heißt, bereits der Anfang hat schon gezeigt, es könnte länger dauern. Es hat im Endeffekt etwas länger gedauert. Über die Landstraße, genau, waren wir statt 4 Stunden, wo ich erwartet habe, schaffen wir auch in 3,5, waren das irgendwie 6 Stunden, 5,5, ja, also 5,5 Stunden ungefähr waren das im Endeffekt. Aber wieder, komischerweise hat man kein Gefühl, dass es jetzt wirklich so lange war, so diese 6 Stunden. Für mich war es sehr schön, weil ich konnte mich ja einfach entspannen und den Gegend genießen, die Landschaften genießen. Es war wirklich schön, die Landstraßen waren wirklich schön. Man hat auch viele Tiere beobachten können und Vögel und so und es war einfach schön. Für mich war es einfach schön. Sehr unerwartet. Jetzt, wenn du mir vor der Reise gesagt hättest, okay, jetzt wird 6 Stunden, fahren wir trotzdem. Ich denke, da würde ich direkt Nein sagen, weil das erste Mal eine lange Tour und 6 Stunden, dann, ja, da kann ich mich auch mental nicht vorbereiten oder ohne zu wissen, wie es dann am Ende geworden ist. Ja. Aber das Schöne ist, wenn man über Land fährt, erstmal kann man fast immer oder beziehungsweise immer und fast überall Pausen machen. Es gibt immer wieder Raststätten, Tankstellen, Gaststätten. Es gibt überall Gaststätten. Es gibt überall schöne Städte, wo man einfach zwischendurch anhalten kann und Pause machen kann, wenn man zu erschöpft ist. Es gibt immer wieder was zu sehen. Wir haben irgendeine Motorraddemo oder war das Rollerdemo gesehen. Jetzt hatten wir die Kamera natürlich nicht an, aber das war wie, genau. Wie heißt das mit den Fahrrädern? Critical Mass, wer das kennt, was alle Autofahrer nervt. Das war so wie diese Critical Mass, wo Ampel über mehrere Phasen gesperrt bleiben, beziehungsweise man nicht über die Kreuzung fahren kann. Das war so ungefähr, es waren sehr viele Rollerfahrer unterwegs.
Dann haben wir diesen Zug gesehen. Also schaut euch einfach das Video an. Wir konnten natürlich nicht alles filmen, weil wir konnten jetzt natürlich nicht alles filmen, weil die Kamera nicht einfach über 6 Stunden laufen kann. Aber man kann halt, wenn man auf der Landstraße fährt oder über die Städte fährt, viel sehen. Auf dem Hinweg ist mir aufgefallen, dass es sehr viele 100er-Zonen gibt, Landstraßen. Was macht es also für einen Unterschied? Also können wir eigentlich auf dem Rückweg über die Autobahn fahren. Da gab es aber ein Problem, nämlich die Steigungen. Wo wir über die Landstraße gefahren sind, gab es einige Stellen, selbst in 100er-Zonen, wo wir einfach nicht über 60 km/h fahren konnten. Allein weil der Roller das einfach nicht ausgehalten hat. Von der Power her hat man gemerkt, da fehlt einfach sehr viel. Also war für uns die Frage, für den Rückweg fahren wir über die Autobahn, aber wir haben uns gedacht, wir versuchen es einfach mal, und wenn es dann nicht klappt, fahren wir die nächste raus und fahren den Rest einfach über Landstraßen zurück. Aber der Roller hatte gar keine Probleme, zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Geschwindigkeit zu halten. Wir sind den ganzen Weg mit ca. 80 km/h durchgefahren. Es gab teilweise Strecken, wo ich eine Zeit lang vergessen habe, auf den Tacho zu schauen. Dann habe ich gemerkt, oh, wir sind jetzt bei 100 und bin dann vom Gas runtergegangen. Aber das habe ich echt nicht erwartet, dass der Roller ausgerechnet auf der Autobahn gar keine Probleme hat. Natürlich kann man auf der Autobahn nicht so viel sehen wie auf einer Landstraße. Und es macht wahrscheinlich auch, ich würde jetzt nicht sagen weniger Spaß, aber es macht auf eine andere Weise Spaß, Landstraße zu fahren. Die Landstraße, wer diese Aussicht genießt, wer die Landschaft genießt, die Städte genießt, wer gerne die Maschine, sage ich mal, näher kennenlernen möchte in den Kurvenlagen, und auch die Luft ist ganz anders, wenn man zum Beispiel über Waldabschnitte fährt. Auf der Autobahn ist es was anderes, da genießt man eher so die Geschwindigkeit, wobei es mit einem 125 Kubikroller auch recht begrenzt ist. Im Maßen zu, ja, genau, genießbar ist, ja. Was hat dir auf der Autobahn als Sozius gefallen oder nicht gefallen? Ja, ich meine, wir sind schon auf der Autobahn gefahren, nicht lange Strecken, so ganz kurze Strecken. Wenn ich das vorher mir vergleicht habe, habe ich gedacht, es wird mir mehr Angst machen, auf der Autobahn zu fahren, wegen der Geschwindigkeit und die anderen Autos und ja, die Menge von Autos, weil man denkt, auf Landstraßen sind nicht so viele unterwegs und auf Autobahn dann ist eine andere Geschichte. Überraschenderweise hatte ich weniger Angst auf der Autobahn als auf der Landstraße, weil auf Autobahn kann man mit Roller, ist man halt viel kleiner als mit Auto und kann dann etwas an der rechten Seite fahren. Und wenn jemand überholen will, kann der oder ja einfach ganz einfach überholen, ohne irgendwie, dass du dich bedroht fühlst. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber es ist viel einfacher für die Autos, dich zu überholen. Und dann auf der Landstraße wollen die auch überholen, weil du langsam bist. Wie du gesagt hast, auf der 100er-Zone kannst du einfach nur 50, 60 fahren. Aber da gibt es nicht so viel Platz oder da gibt es auch nicht immer eine Möglichkeit. Wir reden gerade von 125 Kubik, der voll beladen ist. Wir hatten halt Genau. Topcase, war es circa 20 Kilo wog. Genau. Wir beide auch so ungefähr dasselbe. Also ja, etwas mehr. darum geht's. Also wenn man alleine fahren würde oder eine stärkere Maschine fahren würde, dann gibt es, glaube ich, auf der Landstraße auch keine Probleme. Klar. Genau, was du aber meinst, auf der Autobahn hat man genug Platz zum Ausweichen, die Fahrstreifen sind breit und wenn jemand überholen möchte, sind die meisten Autobahnen ja zweispurig oder gar dreispurig, vor allem in diesem Abschnitt. Und auf der Landstraße
wird man eher so auf Krampf überholt, weil man nicht immer die Möglichkeit hat zu überholen. Es gibt sehr viele Kurven. Wenn man dann überholt wird, dann wird man nicht mit ausreichend Abstand oder mit weniger Abstand überholt. Man fühlt sich immer so wie so ein Verkehrshindernis. Beziehungsweise, genauer gesagt, wenn man halt zu zweiten und 125er fährt, der nicht genug Power dafür hat. Ich denke, was ich auch gemerkt habe, ist, dass du teilweise auch abbremsen müsstest oder das einfach gemacht hast, um die Autos einfach vorbeizulassen, weil man merkt dann, dass da so ein paar Autos ganz nah schon fahren. Es gab zum Beispiel ein paar Stellen, wo man im 80er-Bereich mit dem Roller 70, vielleicht ein bisschen mehr, 75 fährt. So, und man merkt, die Autos hinter einem, die wollen überholen, aber die Geschwindigkeit, mit der sie überholen dürfen, reicht nicht aus. Also man kann ja nicht mit 5 km/h schneller überholen. Das heißt, ich musste hin und wieder auch mal ein bisschen abbremsen und die Autos durchwinken, damit sie schneller den Überholvorgang beenden, weil demnächst in 100, 200 Metern eine Kurve kommt oder die halt nur ein paar 100 Meter zum Überholen haben. Und da wieder Tempo aufzunehmen, vor allem wenn es gleich wieder bergauf geht, also da gab es die meisten Probleme. Ich würde aber sagen, wenn ich jetzt vergleichen würde, Autobahn oder Landstraße jetzt in Zukunft, Landstraße viel, viel schöner. Man genießt einfach den Fahrt, wie gesagt, 6 Stunden, man fühlt das gar nicht, das ist einfach sehr schön. Man kann immer Pause machen, auch mehrere Städte dann beim Touren dann ansehen, kleine Stops machen. Aber wenn man halt zeitlich schneller vor Ort sein muss, dann Autobahn. Ich würde jetzt nicht sagen, das oder das. Beide hat so Vorteile. Ich denke, wenn wir eine Maschine hätten, die für uns zwei mehr Power hatte, dann eindeutig Landstraße, denke ich. Genau. Das ist auch wahrscheinlich der Unterschied. Autobahn 6 Stunden wären wahrscheinlich etwas anders. Aber auf der Landstraße, wo man hin und wieder auch Pausen machen kann, einfach wenn es einfach nur aufstehen, einen Schluck trinken ist schon eine kleine Pause. Man konzentriert sich auf das Schöne und nicht auf das Ziel, diese Stundenzahl. Ja. Und ich muss sagen, auf der Autobahn habe ich schon am Anfang, ich denke, ich habe das auch gesagt, an der Zeit, die ganze Zeit habe ich an Zeit geschaut, weil es nichts anderes eigentlich gab auf der Autobahn zu beobachten. Und dann geht der Zeit ganz langsam für Sozius. Deswegen würde ich sagen, ja, bestimmt, wenn wir jetzt 6 Stunden auf der Autobahn fahren würden, dann wird das ganz anders anfühlen als auf der Landstraße. Also für wen das Ziel ist, der sollte eher die Autobahn nehmen, um einfach ans Ziel zu kommen. Für wen der Weg das Ziel ist, der ist am besten auf der Landstraße aufgehoben. Man kann sich damit beruhigen, dass auf Landstraßen auch Fahrradfahrer fahren, die genauso überholt werden müssen. Also man ist nicht das langsamste Fahrzeug, so. Und man kann dann die Fahrt trotzdem genießen. So. Somit hätten wir auch die Frage geklärt, Autobahn oder Landstraße, was empfehlen würde. Retrospektiv betrachtet, hättest du etwas anders gemacht oder hätten wir etwas anders machen sollen? Ehrlich? Ich denke nicht. Ich wollte sagen, früher losfahren, aber da muss ich auch sagen, wir haben gut geschlafen, gut gegessen und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum wir dann keine Pausen so lange machen mussten. Deswegen würde ich jetzt da auch nichts ändern, weil es ist dann so gut gelaufen. Genau, wir haben die Tour irgendwie nicht auf Krampf gemacht, wie man das sich vorstellen kann. 6 Uhr morgens aufstehen, damit man irgendwie durchs Verkehr kommt und so. Wir haben den Tag ganz normal angefangen, wie sonst jeden Tag, um 13 Uhr. Spaß. Ja. Was
Also du würdest sagen, es gibt nichts, was dir nicht gefallen hat an dieser Tour? Ja, ich muss so lange denken. Ich muss sagen, Ja. wahrscheinlich nicht, weil ich würde jetzt, ja, wenn ich jetzt nicht dabei wäre und jemand mir das erzählen würde, würde ich sagen, oh mein Gott, 6 Stunden fahren, ernst? Ja. Werde ich nicht machen. Aber weil ich da war und es mir wirklich Spaß gemacht hat, nein. Auch mit den Beinen und Rücken, ja, die Beine waren so schon ziemlich steif, wenn wir zum Hotel kamen. Aber nach so 20, 30 Minuten war es vorbei. Ja. Ich würde noch was zur Kleidung sagen. Ja, am Anfang war es nicht so bequem mit der Hose, aber das ging dann auch. Was ich noch sagen wollte, wir haben ja diesen Topcase, der jetzt nicht dabei ist super bequem, wenn man so einen Topcase mit dem Rückenlehne hat, weil man einfach, ja, der Rücken wird entlastet. Ich könnte mich einfach entspannen auf der Landstraße, vor allem, wo man keine so schnelle Strecken hat. Dann kann man einfach sich entspannen und da habe ich schon gemerkt, dass das viel geholfen hat und das hilft dem Rücken. Man muss den Rücken nicht die ganze Zeit irgendwie anstrengen oder so. Würde ich definitiv empfehlen. Passt auch dann viel mehr zum Mitnehmen, was für eine Frau auch ganz wichtig ist. Und dann das andere, was ich noch sagen wollte, sind die Fußrasten. Die sind bei diesem Roller ganz klein oder schmal. Und ja, da musste ich mir so eine bequeme Stelle suchen. Und da merke ich auch beim kürzeren Fahrten, dass meine Füße taub werden. Es tut nicht weh, aber die werden einfach taub und dann ist das so ein unangenehmes Gefühl. Dann suche ich einen anderen Platz oder ich strecke die Beine ein bisschen. Aber das ist sowas, wenn wir jetzt mit dem Roller weiterfahren würden, würde ich sehr gerne was Bessere Fußrasten. ja, genau, Ja. was machen, weil ja, ich weiß nicht, ob jemand irgendeine Empfehlung hat. Liegt das an der Fußraste oder an den Schuhe, weil ja, ich weiß nicht, ob Ja. das an den Schuhe auch liegen kann. Also in der Vorbereitung dann für die nächste Tour wären neue Fußrasten auf jeden Fall. Was ich definitiv anders machen würde, ist, ich würde nicht mit einem Jethelm reisen. Ach ja. Wenn man nämlich auf der Autobahn landet, ist es extrem laut. Also an sich ist es sowieso laut, weil man ja ständig auf dem Motor sitzt. Und mit Jethelm ist man von allen Helmen minimal geschützt, was die Umgebungsgeräusche und die Motorgeräusche angeht. Als wir nach Hause kamen, nach wie viele Stunden auf der Autobahn waren das? Das waren dann circa 3 Stunden Ja. auf der Autobahn. Ich glaube, ich hatte noch bis zum Abend so diese Summen, so ein Tinnitus-artiges Piepsen, Summen in den Ohren. Wir haben versucht, auch auf dem Hinweg und auf dem Rückweg ein bisschen Musik zu hören, so die Landschaft zu genießen. Auf dem Hinweg ging es auch, weil es irgendwie ruhiger ist auf Landstraßen. Auf der Autobahn konnte ich zum Beispiel hier mit diesem Jethelm die Musik kaum noch hören. Wichtig ist noch natürlich zu sagen, wenn man Musik hört mit dem Helm, ist es wichtig, dass man trotzdem noch die Umgebung wahrnehmen kann. Das heißt, man sollte keine In-Ear-Kopfhörer verwenden, keine Geräuschunterdrückung. Bei uns ist es ja so, dass wir ein eingebautes Headset haben. Das heißt, wir haben nicht mal Over-Ear-Kopfhörer. Das heißt, die liegen nicht an den Ohren, die sind im Helm eingebaut und liegen nicht an den Ohren, so dass man die Umgebung trotzdem noch wahrnehmen kann. Was anderes würde ich nicht empfehlen, weil man ja immer hören muss, was um einen herum passiert. Aber auch aus diesem Grund konnte ich zum Beispiel kaum noch hören, welche Musik gespielt wird. Ich konnte es nur ungefähr ahnen, weil es auf der Autobahn einfach viel zu laut ist. Ab einem gewissen Moment habe ich gesagt,
fahren jetzt den Rest einfach ohne Musik, weil es auch mental eine hohe Belastung ist, ständig diesem Wind, also den Wind hört man ja sowieso am lautesten, ständig dieser Lautstärke ausgesetzt zu sein. Deswegen auf jeden Fall für die nächste Tour werde ich mir einen Integralhelm mit guter Schallisolierung anschaffen. Dann habe ich noch zum Thema, was besser ist, Autobahn oder Landstraße, gab es einen guten Kommentar von Bungler. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Der hat geschrieben, das Fahren mit einem Roller auf der Autobahn ist viel zu gefährlich. Ein winziger Fahrfehler oder Wegrutschen und dann war es da. Dann so ein Grab und ein Sarg-Emoji. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, was er meint, also habe ich nachgefragt, ob es einen Unterschied, also ob er es meint generell mit einem Zweirad oder einem Motorrad. Dann hat er geantwortet, ja, mit dem Motorrad ist es ebenfalls gefährlich, aber was beim Roller dazu kommt, ist, dass man von Autofahrern weniger ernst genommen wird, als wenn man Motorrad fährt. Der Schwerpunkt von Rollern, also Gewichtsverteilung, ist ungünstiger. Bei schnelleren Fahrten sind Roller instabiler. Die Roller sind ja auch für Schnellfahren nicht konzipiert, sondern für gemütliches Fahren. Also ich würde ihm zustimmen, was er meint, aber dann würde ich das eher nicht auf die Autobahn beziehen, sondern tatsächlich eher auf die Landstraße. Bevor ich Motorrad gefahren bin, habe ich immer wieder Motorradfahrer gefragt, die meisten Motorradfahrer sind ja irgendwann mal Roller gefahren auch, habe ich gefragt, stimmt es, dass ein Motorrad viel agiler ist als ein Roller? Und alle sagten ja. Für mich war nie irgendwie ganz klar, warum. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon über Jahre Roller gefahren und nie Probleme damit gemacht. Bis ich dann endlich die B196 Erweiterung gemacht habe. Die macht man ja mit dem Motorrad. Und da ist es mir aufgefallen, dass ich nach den Fahrstunden, die man mit dem Motorrad macht, man geht ja in die Kurven, man fährt viel. Ich bin zur Fahrschule mit dem Roller gefahren. Und dann auf dem Weg von der Fahrschule, jede Kurve habe ich gemerkt, oh, da fehlt irgendwas. Man hat das Gefühl, wenn man mit dem Roller genauso in die Kurve geht wie mit dem Motorrad, dann liegt man einfach. Also das ging schon mal nicht. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht im Kurvenverhalten. Und genau aus diesem Grund würde ich sagen, ich fand es für mich, ich weiß, was du meinst, aber genau aus diesem Grund würde ich für mich die Landstraße als gefährlicher einschätzen, weil es da viel mehr Kurven gibt. Und da habe ich gemerkt, man fährt ein Stück auf einem warmen, trockenen Asphalt und dann geht es in ein Waldstück rein. Man merkt schon an der Luft, dass die Luft feucht ist. Die Straße verändert so leicht die Farbe und dann weiß man, okay, hier ist die Straße etwas feuchter, vor allem wenn da ein bisschen Laub ist. Und dann muss man gleich in die Kurve mit 2 Personen 125 Kubik. Man merkt, dass man nicht so agil ist. Und da habe ich eher so die Befürchtung gehabt. Ich empfand diese Situation eher gefährlich als auf der Autobahn, weil auf der Autobahn fährt man ja größtenteils einfach geradeaus. Klar, man kann auch einen Fehler machen, man kann ausrutschen, aber ich finde, die Landstraße bietet viel mehr Möglichkeiten oder viel mehr Fehlerquellen, weil es da einfach viel engere Kurven gibt. Da gibt es Steigungen und Gefälle und Kurven und Kurve aus dem Gefälle heraus und unterschiedliche Feuchtigkeiten und Verkehr, der einen ständig überholen möchte. Und dann gibt es natürlich für Leute mit weniger Fahrerfahrung, es gibt auch viel mehr Motorräder auf diesen Landstraßen, die richtig schöne Kurven fahren und dann möchte man vielleicht versuchen, diese Kurvenlage nachzumachen. Sollte man mit dem Roller auf keinen Fall machen. Aber man wird eher dazu verleitet, so ein Fahrverhalten nachzuahmen. Und wenn man weniger Fahrerfahrung hat und eine schlechtere Maschine, ich sag mal schlechter jetzt, mit dem Roller unterwegs ist zum Beispiel, dann sollte man weniger Power, weniger agile Maschine, weniger für Kurvenlage konzipierte Maschine hat, dann empfinde ich Landstraße eher als gefährlich als Autobahn. Aber ich weiß, was du meinst. Wobei es gab auch eine Stelle auf der Autobahn,
Da gab es so ein riesiges, auch langes Loch so im Asphalt, was einmal für die Autobahn ungewöhnlich ist. Aber da sind wir halt dran vorbeigefahren. Man konnte es viel eher sehen, glaube ich, als auf der Landstraße. Aber da war auch sehr viel Glück dabei, dass wir nicht mit dem Vorderrad da reingekommen sind. Deswegen ja, ich würde auch schon sagen, Autobahn ist gefährlich. Generell Zweiradfahren ist gefährlich. Aber ich würde für mich die Landstraße als gefährlicher einschätzen. Dann kommen wir zu der Frage, ob du so eine Tour oder ob wir so eine Tour nochmal machen würden. Klar, jetzt mit diesem Roller würde ich auch sagen, klar, solange wir keine andere Maschine haben. Es hat Spaß gemacht. Wir sind in demselben Tag schon oder haben gesprochen. Es ist schon, wir wollen schon direkt irgendwohin wiederfahren, irgendeine Tour machen. Jetzt ist natürlich bald schon Winter. Und auch wenn wir jetzt nicht in Finnland sind, wo man Zweirad einfach halbe Jahr im Garage steht, würde ich jetzt auch nicht unbedingt im Winter lange Reisen machen. Aber ich denke, wir schaffen noch bestimmt ein paar kleine Touren jetzt im Herbst und dann mit dieser Maschine. Aber für Zukunft würde ich mich was mit mehr Power wünschen. Ja, das ist auch eine gute Überleitung zu dem Thema, ob 125 Kubik ausreichen für eine Tour. Ich glaube, du hast ja eben schon gesagt, dass wir ein paar kürzere Touren noch machen wollen. Ich glaube, so eine lange Tour oder länger würde ich wahrscheinlich mit einem 125 Kubik mit 2 Personen, also wenn man wirklich zu zweit fährt, nicht machen. Wenn man auf 80 km/h oder 100 km/h Straße mit Vollgas gerade mal auf 60, 70 kommt, dann ist es schon mit so einem Unzufriedenheitsgefühl verbunden, was ich als Fahrer jetzt nicht unbedingt gerne habe. Deswegen würde ich sagen, ja, kürzere Touren würde ich noch verkraften, so rein mental. Auf längeren Touren weiß ich nicht. Ja, aber alleine wahrscheinlich, wenn man jetzt alleine mit dem Roller fahren würde, dann würde man wahrscheinlich auch eine 90 oder bis... Also alleine würde man wahrscheinlich auch 100 schaffen. Also mit diesem Roller zumindest, der bei dem Maximalgeschwindigkeit 100 ist. Mit dem habe ich, wenn ich alleine fahre, tatsächlich auch kein Problem, die 100 zu erreichen oder die 100 zu halten. Es gibt auch ein Video, wo ich ein Review von diesem Roller mache, Symjet 14, 125 Kubik. Da kann man auch sehen, der beschleunigt auch recht gut bis 100. Der fährt laut Tacho etwas über 100, ich glaube 108, aber dann muss man halt die Tacho-Ungenauigkeit abziehen, landet man immer noch ungefähr bei 99, 100 km/h und das hat man echt kein Problem, wenn man alleine fährt. Weil man muss auch sagen, er hat 12,6 PS. Es gibt auch Motorräder, die volle 15 PS haben. Ich denke, da hätte man vielleicht eine angenehmere Fahrt, aber Motorrad hat auch eine leicht andere Sitzposition. Ich weiß nicht, ob man die 6 Stunden dann als Sozius ausgehalten hätte, weil es doch auf dem Roller ein bisschen bequemer ist. Wer alleine fährt mit 125 Kubik, dem würde das, glaube ich, alle mal erreichen. Also wenn man alleine auf der Maschine sitzt, dann reichen 125 Kubik auf jeden Fall auch für lange Touren. Und zu dem Thema hat David gefragt, ob es nicht besser wäre, wenn die bessere Hälfte einen eigenen Roller fahren würde. Ich habe auf die Frage schon beantwortet aus meiner Sicht, so wie ich das sehe. Hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Ich hatte einen Roller und ich habe auf Roller eine sehr kurze Zeit gefahren oder bin sehr kurze Zeit gefahren. Wir wohnen in einem sehr großen Stadt mit aggressiven Fahrern. Ja, ich würde das auch so sagen. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt aus Finnland.
wo man manchmal, wenn man zum Arbeit so morgens fährt, man sieht wahrscheinlich eine oder zwei Autos auf dem Weg und alle sind sehr entspannt. Man kann auch, einmal bin ich nach langer Zeit Automatik, Ja, Automatik, ja. Auto nach Finnland gekommen, dann habe ich ein Auto einfach bekommen zum da fahren und bin dann stehen geblieben in der Mitte der Straße und es ist einfach allem egal, alle fahren vorbei, niemand hupt. Hier, wenn du... Hier hupen alle, also nicht alle, aber hier wird man ausgehupt, selbst wenn man ganz normal hält. Genau. Es gibt ja die Möglichkeit, überall 3 Minuten zu halten mit Warnblinkern. Ich hatte die Situation hier im Viertel, da wollte eine Frau nach dem Weg fragen, weil sie nicht aus Dortmund kam. Ich habe ganz normal mit Warnblinkern angehalten. Die hat niemanden gestört. Es kam ein Auto von 200 Meter, während sie mich gefragt hat, wie man hinkommt, kam ein Auto von hinten und fängt an zu hupen. Es hatte genug Weg, um einfach zu überholen. Es war eine zweispurige Straße. Dennoch hat er gehupt. Warum auch immer. Und da hat mich die Frau gefragt, warum sind Fahrer hier alle so unentspannt? Da dachte ich mir, was heißt denn unentspannt? Frage, ja. Für mich war das, ja, man wird hier halt ausgehupt, wenn man nach den Regeln fährt. Man wird hier ausgehupt, man hupt hier, selbst Fahrer, die selbst einen Fehler machen, die hupen. Fahrer ärgern sich. Ich hatte die Situation, da wollte einer links abbiegen und der Gegenverkehr hat ihn da gestört, weil der Gegenverkehr eigentlich Vorfahrt hat, aber der wollte abbiegen, ging dann scharf in die Bremse und hat gehupt und gefuchtelt, warum man ihn nicht durchlässt. Also hier in Dortmund, ich denke, das ist wahrscheinlich ein ganz Ruhrgebiet, ist das eigentlich ein Normalzustand. Also wer hier hinkommt, und deswegen habe ich die Frage erstmal nicht ganz verstanden, warum sie meint, unentspannt. Klar, man wird ausgehupt. Aber wenn man überall anders in Deutschland fährt, auch auf dieser Tour, da gab es in dem Video über Landstraße, wo wir gefahren sind, da ist ja dieser historische Zug irgendwo zu sehen, Ja. was ich nicht weiß, was das für ein historischer Zug ist. Auf jeden Fall, als wir auf den Zug gewartet haben, fuhren da Autos dran vorbei und jeder zweite, jeder dritte hielt einfach an, um die Leute da zu fragen, worauf man wartet. Und die ganzen Autos dahinter, die haben einfach gewartet. Die haben ganz entspannt gewartet. Hier wäre das komplett undenkbar gewesen. Hier, wenn man langsam fährt, es gibt manchmal Situationen, erlebe ich auch sehr oft, man fährt und man muss irgendwo abbiegen. Dann fange ich an zu blinken, dass ich gleich abbiegen werde. Vor der Kurve reduziere ich natürlich die Geschwindigkeit und dann kann man teilweise schon im Rückspiegel sehen, dass die Person hinter einem einfach auf dem Handy sitzt und gar nicht sieht, dass du gleich abbiegen willst. Im letzten Moment sieht sie dich, dass du mit verringerter Geschwindigkeit kurz vor der Kurve bist und dann fängt er an zu hupen. Obwohl, hätte er auf die Straße geguckt, hätte er gesehen, dass du abbiegen möchtest. Und ist klar, dass du jetzt nicht in der 50er-Zone auch mit 50 in die Kurve gehst. So, aber man wird ausgehupt. Ja, überall und das ist nicht nur das. Die Fahrer sind einfach sehr aggressiv hier. Die fahren nicht immer nach Regeln und es ist für mich einfach sehr stressig. Auch mit dem Auto. Ich fahre sehr selten, sehr ungerne. Einfach weil hier, ja, wie gesagt, ich bin nach Finnland gekommen, schon sehr lange da nicht gefahren, einfach die Auto genommen und gefahren. Ohne Problem die ganze Reise da eine Woche gefahren mit neuem Auto nach der Automatik und ich hatte kein Problem. Hier komplett andere Geschichte, aber nur wegen den anderen Menschen und dem Verkehr. Und deswegen, ja, sehr schade, aber ich habe dann den Roller verkauft, weil ich einfach für mich ja, die Entscheidung gemacht habe, dass es für mich keinen Spaß macht. Und ich wollte eigentlich den Roller genau dafür, weil es Spaß macht, Roller zu fahren. Und das war das nicht für mich. Ich habe schon auch mehrere Male gesagt, wenn wir irgendwann irgendwo anders wohnen werden,
schließe ich es nicht komplett aus, dass ich irgendwann mal entweder Roller oder Motorrad auch selber fahren werde. Aber gerade hier nicht. Das ist für mich viel sicherer, mit dir zu fahren. Ich fühle mich viel sicherer und ja, das ist einfach der Grund. So, das war, denke ich mal, alles, was uns so an Fazit einfällt. Wie gesagt, wer die Videos nicht gesehen hat, worauf wir uns hier in diesem Video beziehen, die verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder Anmerkungen habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Ansonsten war es das für heute. Genießt eure Touren mit 50 Kubik, 125 oder Motorrad oder was ihr wollt. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.